Hi, ich bin Philipp und stelle euch heute den neuen kabellosen Blinker von Büchel vor. Mit dem Blinker könnt ihr bis zu 10 Stunden am Stück nonstop fahren. Im Quickstart Guide eine kurze Anleitung, wie man den Sperrmodus deaktiviert, den Batteriestatus anzeigt und den Blinker verwendet. Direkt darunter die 4 Blinker und die Bedieneinheit. Die 4 Blinker mit einem sehr großen Lichtbild, eine Bedienungsanleitung und unterschiedliche Halterungsmöglichkeiten, um an jedem Fahrrad eine Möglichkeit zu finden, den Blinker vollständig zu installieren. In Box 1 die beiden Halterungen für die Blinker und die Halterung für die Bedieneinheit. Box 2 alles, was benötigt wird zur Installation an der Rücklichtplatte. Darunter eine Adapterplatte, ein Verbindungsstück, 2 Halter, Schrauben und Werkzeug. Box 3, alles was benötigt wird, um den Blinker hinten am Gepäckträgerrohr zu installieren. Inklusive einem Ladekabel, 5-teilig, um alle Blinker und die Bedieneinheit gleichzeitig laden zu können. Wenn ihr den Blinker ausgepackt habt, befinden sich die einzelnen Blinker noch im Sperrmodus. Den könnt ihr deaktivieren durch einen schnellen Doppelklick auf den Knopf auf der Rückseite. Das gleiche für alle 4 Blinker. Und anschließend könnt ihr über die Bedieneinheit noch testen, ob die Blinker auch funktionstüchtig sind. Jeweils 2 Blinker sollten blinken, wenn ich nach links oder rechts blinke. Ab Werk sind die Blinker schon eingestellt. Das bedeutet, ihr habt 2 auf der linken, 2 auf der rechten Seite. Jeweils für vorne und hinten. Durch einen kurzen Klick auf die Bedieneinheit, beispielsweise rechts, läuft der Blinker für 30 Sekunden. Durch einen weiteren Klick wird das Blinken deaktiviert. Drückt ihr etwas länger auf die Fernbedienung, läuft der Blinker für 4 Minuten. Auch hier durch einen kurzen Klick wird er wieder deaktiviert. Durch ein längeres Klicken auf beide Seiten habt ihr auch eine Warnblinkfunktion. Ihr habt bei den Blinkern eine Ladestandsanzeige. Durch einen einfachen Klick auf den Knopf auf der Rückseite seht ihr, wie voll der Blinker noch ist. Leuchtet der Blinker gar nicht mehr, seht ihr an dem roten Licht, dass dieser Blinker leer ist und geladen werden muss. Dazu die Ladebuchse öffnen und den Blinker anschließen. Durch ein grünes Blinklicht seht ihr, dass der Blinker lädt. Ist er voll geladen, leuchtet das grün durchgehend. Auch die Bedieneinheit kann aufgeladen werden und signalisiert durch ein grünes Blinklicht, dass es geladen wird. Wenn ihr den Blinker bedient, erkennt ihr durch das rote Licht, wenn nicht beide Blinker anspringen. Das kann passieren, wenn der Akku leer ist oder auch, wenn ihr den Blinker verloren habt. Um nun einen neuen Blinker mit der Bedieneinheit und dem bestehenden Blinker zu verbinden, einfach auf der Rückseite den Knopf über einen längeren Zeitraum drücken, bis die beiden Blinker anzeigen, dass sie bereit sind, neu programmiert zu werden. Anschließend die entsprechende Pfeiltaste auf der Bedieneinheit drücken, bis die Blinker signalisieren, dass sie das neue Signal nun angenommen haben. Damit habt ihr wieder 2 Blinker auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite seht ihr, der Warnanzeiger leuchtet durchgehend rot. Das bedeutet in diesem Fall, da beide Blinker noch funktionieren, dass der Akkustand sehr niedrig ist. Die Blinker möchten geladen werden. Zur Montage den Halter am Lenker fixieren und mit der Schraube befestigen. Das Montagewerkzeug wurde mitgeliefert. Den Blinker einschieben und die Sicherung fixieren bis zum Klick und in die gewünschte Position bringen. Anschließend über die Schraube fixieren.
Zum Abnehmen die Sicherung lösen und den Blinker herausnehmen. Der Blinker lässt sich auch mit vielen Bordcomputern ideal kombinieren, indem man ihn darunter installiert. Für die Montage am Gepäckträgerrohr den Halter fixieren und festschrauben. Anschließend den Blinker einsetzen und ausrichten, indem man an der Halterung zieht und sie auf 90 Grad einstellt. Zur Montage an der Gepäckträgerplatte die beiden Halter mit dem Verbindungsstück verbinden, die Adapterplatte auflegen und mit Schrauben fixieren. Es gibt zwei Schraubenlängen mit 20 und 35 mm, abhängig davon, wie die Montageumstände an eurem Fahrrad aussehen. Ebenso die Distanzhülsen, falls benötigt, sind sie dabei. Zum Anbringen an der Gepäckträgerplatte oder am Hinterrohr des Gepäckträgers den Halter in Position bringen, ausrichten und mit Scheiben und Mutter fixieren. Anschließend den Blinker einsetzen, über die Sicherung fixieren und ausrichten, indem man an der Halterung zieht und auf 90 Grad einstellt. Beim Controller den Halter in die entsprechende Position bringen und verschrauben. Die Controllerplatte ist noch lose. Den Controller anbringen, ausrichten und über die unten liegende Schraube fixieren. Um Strom zu sparen und die Laufzeit zu maximieren, haben wir Bewegungssensoren eingebaut. Das bedeutet, wenn der Blinker 2 Minuten nicht bewegt wird, geht er in einen Schlafmodus. Dann muss ich das Fahrrad und den Blinker ein wenig bewegen. Und er funktioniert wieder. Jetzt noch die Funktionskontrolle. Einmal rechts und einmal links. Jetzt kann's losgehen.